kein schönes Wetter zum Losfahren. Echt trostlos geht die Saison zu Ende. Aber so macht das keinen Spaß mehr. Jedenfalls uns nicht. Wir müssen noch die Reiseleinen rausholen. Ja. Ja, jetzt werden die Leinen montiert, die wir für die Reise benötigen. Das sind hier unsere Hafenleinen, die immer hier bleiben normalerweise. Die nehmen wir aber jetzt auch mit. Ja, die haben sie heute richtig sauber gemacht wieder fürs nächste Jahr. Den Strom müssen wir abmachen. Ja, Strom müssen wir noch abmachen. Aber du kannst die Motoren ja trotzdem schon mal anmachen. Es ist kalt, da lassen wir die etwas vorwärmen. Wir haben also der TRMD 71B hat ja so eine Motorvorwärmung. Funk an. Start es an. Instrumente geht auch an. Sprit haben wir genug, aber siehst mal, der Tank hat deutlich rechts nachgelassen durch die Standheizung. Ja, ein bisschen braucht die Standheizung schon. Die Motoren laufen. Und ich gehe jetzt raus und hole den Strom rein. Ja. Die letzte Leine geht ab und dann geht's los. Ich passe hier vorne auf, dass wir nirgendwo anstoßen und anecken. Aber mit Bug- und Heckstrahler kriegt der Jürgen das ganz super hin. Und vor allen Dingen, es ist fast windstill. Jetzt muss ich natürlich auch mal hinten gucken gehen. Genau, jetzt gelernt ist gelernt. Ja, er macht das schon ganz gut. Tschüss, de Klink, wir sind bald wieder da. Spätestens im April. Ja, mal auf der anderen Seite kurz gucken, weil es da ja ein bisschen... Das läuft gut. Das ist so ein feiner Nieselregen, so, der so durchzieht. Der Hafen ist total verwaist. Wir waren heute Nacht die einzigsten, die hier auf dem Boot waren. Ja gut, es war ja auch erst Donnerstag. Die kommen ja erst freitags. Wie gesagt, wenn es so windstill ist, ist es nicht so schwer hier rauszufahren. Nicht die Grand Lady noch touchieren, aber das Glas, das passt. Noch ein kurzer Blick zurück. Es war eine wunderschöne Saison. 2022 hat sich's gelohnt, jedes Wochenende aufs Boot zu fahren, weil wir hatten immer traumhaft schönes Wetter. Tschüss, de Klink. Sind wir gestartet am Freitag und ja, unser Ziel im Moment ist Schwarzfüß. Das Wetter ist sehr bescheiden. Ja, die Fensterputzer sind pünktlich gekommen und putzen gerade die Scheiben. Es ist zum Glück nur leicht am Regnen und gar nicht so kalt. Ja, hier wird fleißig gebaggert und wir warten jetzt auf den Schleusengang. Es liegt ein Segler vorne und noch zwei flache Boote und die Schleuse zeigt schon eine ganze Weile Boot grün, aber das Tor geht nicht auf. Jetzt ist es soweit. Die Schleuse hat das Tor geöffnet und wir haben grün und können jetzt reinfahren. Eins ist mal klar, das ist heute kein schönes Wetter. Alle schleichen sie in die Schleuse. Wir nähern uns jetzt der Rewe-Schleuse. Der Segler macht natürlich mittig fest, nicht vorne. Ich hoffe ja, dass die weiter durchrutschen alle, wie sich das gehört. So, und wir gehen dann halt links an die Seile. Der Schleusengang ist beendet und wir fahren jetzt wieder raus. Die vernebelte Welt. Müssen wir mal wieder aufwärmen. Es ist ganz schön kalt. Ich muss schon sagen, es ist schon kalt. Warm ist nichts. Gut, jetzt sind wir raus aus der Schleuse. Vielleicht ist die Rockeboot-Schleuse dann schon offen. Dass die offen steht, dass die gar nicht mehr schleust. Vielleicht haben wir ja Glück, mal gucken. Ja, aber eher unwahrscheinlich. Schwuppdiwupp und wir sind an der Rockeboot-Schleuse. Wie man sehen kann, die Baustelle geht voran, die neue Straße wird gebaut. Man sieht, dass da schon die Brücke angebracht ist, die offen steht. War ja ein Riesenprojekt hier.
Aber bei den Holländern geht das viel schneller als wie bei uns in Deutschland. Die wissen, wie es geht. Sehr interessant. Die Schleusung in der Roggebootschleuse ging relativ schnell. Die Tore gehen jetzt schon wieder auf. Dann haben wir die Schleusen jetzt erstmal im Veluwemeer hinter uns gelassen. Und jetzt geht es weiter raus. Zum Glück muss die Brücke für uns nicht extra geöffnet werden. Wir passen so dadurch. Wir kommen jetzt zum Kettelmeer und da sieht man die Flachwassertonnen. Dahinter dürfen wir nicht. Wir nehmen jetzt noch die rote Tonne und dann kürzen wir etwas ab, schräg rechts rüber. Und dann fahren wir über das Eiselmeer. Aber erstmal müssen wir über das Kettelmeer ein Stück. Da dürfen wir noch nicht schnell fahren. Und ab dem Eiselhoek dürfen wir dann schnell fahren. Dann sind wir in einer Stunde in Lemmer. Hier unten läuft jetzt die Standheizung. Und wenn man hier hochgeht, dann haben wir hier die Zwischenplane drin. Und es bleibt hier am Fahrstand so warm, dass man auch ohne Jacke fahren kann. Ja, das ist schon Luxus. Die Brücke kann man zwar noch nicht sehen, aber auf dem Navigationsdisplay kann man die Route sehen, sodass es alles gar kein Problem ist. Dieses Jahr fahren wir das letzte Mal schnell. Wir fahren jetzt Richtung Eiselmeer. Ja, wir geben nochmal Gas. Wie ihr sehen könnt, ist die Sicht ja nicht so gut, weil wir haben Nebel. Aber da wir technisch gut ausgestattet sind, weiß man immer genau, wo es hingeht. Ich traue mich doch mal kurz nach draußen. Aber es fängt wieder an, sehr stark zu regnen. Aber super ist es, dass wir trotzdem übers Eiselmeer fahren konnten. Jetzt liegen wir hier an der Prinz-Margret-Schleuse. Dickes Berufsschiff ist gerade vor uns rein und wir müssen jetzt warten und stehen jetzt hier. Ich habe mich schon per UKW angemeldet und ja, jetzt heißt es erstmal, die müssen schleusen, dann kommt von hinten vielleicht einer rein und dann sind wir irgendwann dran. Deshalb haben wir jetzt erstmal hier angelegt und warten auf die Dinge, die da kommen. Im Moment kommt kein weiteres Berufsschiff, was schleusen müsste. Gucken, ob sie uns alleine schleusen. Das Wetter ist nicht gut, aber es geht noch. Leichter Regen. We hebben afgesproken dat de eerste Eni invaart. Durch das AIS können wir sehen, dass die beiden hier rausgefahren sind aus der Schleuse. Die Schleuse ist jetzt gerade leer. Und die beiden roten hier, die fahren jetzt vermutlich rein. Und wenn die drin sind und die Schleuse ist dann wieder in unsere Richtung geschleust, dann hoffe ich, können wir rein. Ja, man sieht jetzt hier, wie der hintere vorzieht und vor dem anderen in die Schleuse geht. Und Stück für Stück zieht er dran vorbei. Dafür ist AIS richtig gut. Die Brücke ist auf, das heißt, das zweite Schiff ist ein Segler. Wir fahren aus der Schleuse raus und dann gucken wir mal, ob wir auch grün kriegen. Wir haben grün und dürfen rein. Geht jetzt rein. Wir schleusen wahrscheinlich alleine. Schauen wir mal bis ganz vorne durch. Ja, kann sein, dass sie nur die kleine Schleuse aufmachen und hierzu und nicht ganz hinten. Mal schauen. Wir stehen jetzt in der Prinz-Margret-Schleuse und hier gibt es keine Mauer und deshalb nutzen die Fender eigentlich gar nichts. Und ganz unten ist so eine Holzkante, an der man quasi anliegt. Man könnte jetzt, wenn man das wollte, einen Fender aufs Wasser legen, aber ansonsten kann man ja nichts machen. Marina hat da einen Fender auf den Boden gelegt, sodass wir vorne abgesichert sind. Und wir haben heute mal eine Privatschleusung in der großen Schleuse. Wir sind ganz allein. Wenn wir jetzt hier durch sind, dann fahren wir bis Teherne auf dem Prinz-Margret-Kanal und haben dann noch eine Brücke in Teherne und sind dann da, wo wir hin wollen. Hier unten kann man an der Seite richtig sehen, wie das Wasser hochgeht, also die Schleusung nach oben geht. Siehst du das? Ja.
Das ganze Schwimmding geht ja hier mit. Tor geht auf, gleich geht's weiter. Der Meister hier macht, ne? Der hat jetzt hier das so liegen lassen und wenn man da drauf tritt, kann man ganz schön hinfallen. Eine Privatschleusung in der Prinz-Margrethe-Schleuse. Das war natürlich toll. Und Jürgen hat gedacht, wir müssen noch vielleicht auf dem Berufsschiff warten. Das war die letzte Schleuse für heute. Die Prinz-Margrethe-Schleuse haben wir ja jetzt hinter uns gelassen und jetzt haben wir noch 20 Kilometer bis Teherne. Das machen wir in 1,5 Stunden und dann gibt es noch eine Brücke und dann sind wir da. Morgen geht es dann erst zum Piet. Supi. Auf der Grote Breken sieht man auch wieder die Fahrwassertonnen und die Flachwassertonnen nebeneinander. In diesem Bereich können Sportboote ohne Stress mit der Berufsschifffahrt fahren. Am Ende der Grote Breken gibt es nochmal einen Wasserrastplatz, da haben wir auch schon gelegen. Und auf der anderen Seite geht es dann nach Echtenerbruck über das Teutomer. Wir fahren aber jetzt den Kanal weiter geradeaus Richtung Teherne. Viele Dicke kommen uns entgegen, aber kaum einer ist hinter uns. Aber die sind alle relativ leer. Hier kommen wir auf eine Brücke zu und da passt immer nur einer durch von den Berufsschiffen. Und wir in unsere Richtung haben Vorfahrt, wenn wir ein Berufsschiff fähren, und die andere Seite muss entsprechend Rücksicht nehmen. Weil in der Mitte durch die Brücke passt nur ein Schiff. Wir können natürlich links und rechts vorbeifahren. Hier dürfen die Frachter sich nicht mehr begegnen, die Sportboote natürlich schon. Da nach vorne die Brücke. Das heißt, die Berufsschifffahrt muss sich hier per Funk absprechen. Da warten ein paar Segler auf die Brücke, aber interessanterweise ist hier gar keine Ampel an. Auf der anderen Seite auch nicht. Ja, wir sind doch nicht alleine auf dem Wasser. Die Polizei ist unterwegs. Gleich zu zweit. Die dürfen natürlich schnell fahren. Also voll haben wir die Stelle hier noch nie gesehen. Alles irgendwie die gleichen Boote. Die kleine Fähre. Und jetzt kommen wir gleich aufs Sneeker Meer. Die Brücke in Teherne ist gesperrt, die wir normalerweise hier nehmen. Und deshalb fahren wir nicht hier so rum, sondern wir fahren hier unten durch diese Brücke und fahren dann hier unten zurück in den Hafen von Teherne. Da sind wir noch nie lang gefahren. Wir biegen jetzt im Sneeker Meer ab und suchen jetzt die Stelle, wo wir reinfahren können, damit wir zur anderen Brücke kommen. Und es soll hier auch sehr flach werden. Wir müssen ja hier rein. Dann biegen wir ab. Der Bigger Works sind hier 2,7 Meter. Der Tiefenmesser zeigt nur 2 Meter, das war eben schon mal 1,8. Der zeigt 2,6 und da hinten irgendwo muss es reingehen. Zum Glück hat man hier auf der Bigger Works Karte den Strich und dann sieht man genau, ob man drauf zufährt oder nicht. Und hier ist auch so ein wunderschöner kleiner Rastplatz. Da ist bestimmt schwierig, ein Plätzchen zu bekommen, weil es ist wirklich sehr klein. Jetzt müssen wir hier abbiegen. Die Brücke ist gerade offen, weil von der anderen Seite wahrscheinlich einer kommt. Und wenn wir die Brücke passiert haben, dann haben wir unser Ziel für heute fast erreicht. Jetzt haben wir nur noch 1,6 Wassertiefe. Da vorne ist die Brücke. Wir hoffen, dass sie gleich wieder aufgeht.
Die Brücke hat gerade auf grün umgeschlagen, wird jeden Moment öffnen und dann können wir direkt durch. Auto steht schon. Das eine nicht. Oder das ist das Auto vom Schrankenwärter. Das Auto vom Schrankenwärter, okay, das hat uns getäuscht. Ruckzuck geht das hier im Friesland. Im 0, nichts ist so eine Brücke wieder auf. Und wir können gleich durch. Alles gut. Ja. Die letzte Brücke für den heutigen Tag. Ja, Marina kurvt jetzt hier um die Inseln. Das ist ganz schön flach. Hier sind einige Wasserrastplätze, aber die Fahrrinne ist hier sehr schmal. Und es ist insgesamt sehr flach. Aber gleich sind wir wieder auf dem Hauptfahrwasser drauf, was dann von Teherne nach Herrenwehen und umgekehrt geht. So, jetzt sind wir gleich in Teherne. Das war eine Gurkerei jetzt durch diese andere Brücke mit dem flachen Wasserbereich. Und das hat uns schon etwas Stress gemacht. Aber wir sind jetzt wieder am Hauptfahrwasser und in 5 Minuten sind wir da. Jetzt genau in dem Moment, wo wir hier ankommen, fängt das wieder an zu schütten wie aus Eimern. Ach, ist das Driss. Ich weiß schon, warum ich ein Sommermensch bin. Wo soll man denn anlegen, Peter? Mit Roberto und uns. Okay, kommst du rüber? Ja, natürlich. Jetzt haben wir es geschafft und sind in Teherne reingelaufen und liegen hier. Peter und Petra sind auch hier, Roberto und Petra und Gerd. Wir können da kleine Die sind alle da. Wir machen das ja hinten dran. Und da machen wir morgen einen Konvoi Ja, wir sind zum Piet. Die Häuser sind gar nicht vermietet, was? Ja, ist doch schön eingeparkt in die Lücke. Und kaum in Teherne angekommen, gibt es natürlich gleich mal den Begrüßungstrunk, ne? Den Anlegeschluck. Den Anlegeschluck, genau. Prost. Prost. Prost, Prost. Mit Stroh rum. Ja, Petra kriegt gleich noch Stroh rum. Prost. noch in der Arbeit. Prost. Prost, Captain. Wir haben einen wunderschönen Platz hier gekriegt. Muss Marina noch fotografieren. Erst habe ich gedacht, wir passen gar nicht in die Lücke rein. Mit Bug- und Heckstahlruder ist das gar kein Problem. Zur Not dient das Schlauchboot auch noch als Fender. Schon eng die Lücke. Also ohne Bugstuhl- und Heckstahlruder wäre da so einfach nicht reingekommen. Wir sind hier mitten im Ort und hier gibt es reichlich Essen und Trinken. Sieht auch noch sehr leer aus alles. Wir entscheiden uns jetzt fürs Eat Café Stefan. Marina hat Zigeunerschnitzel Ja, genau. mit ausreichend Soße, was nicht üblich ist. Ich habe den Hamburger und das ist natürlich typisches holländisches Lokal, wo es alles Mögliche gibt, was man so eigentlich gar nicht braucht. Und Möhren, da kann ich dann auch gleich besser sehen. Hartkartoffeln, übliche Rhabarber, Rotkohl. Rotkohl. Und der Rotkohl, da ist so viel Zimt drin, das schmeckt wie Weihnachten. Nach der Saison ist ja auch schon fast Weihnachten. Wer lecker und nicht zu teuer essen will, ist in dem Laden genau richtig. Es gibt natürlich hier noch andere am Ort, die sind etwas hochpreisiger. Wir waren hier in dem Laden schon 3-mal. Erste Mal jetzt mit Kamera. Beim nächsten Mal werden wir sicherlich die anderen Lokale auch mal ausprobieren. Von unserem Liegeplatz aus fliegen wir in Richtung Yachthafen Terhornde. Der liegt direkt am Prinz-Margret-Kanal. Dort haben wir bisher immer gelebt. Ganz am Ende gibt es auch eine Tankstelle. Dann fliegen wir zurück, dort wo die Brücke unten ist. Rechts davon ist die Straße mit den Restaurants. Da wo die roten Häuser sind, liegen wir mit unseren Booten. Man liegt wunderbar ruhig und ganz nah an der Stadt. Im Hintergrund das Sneeker Meer. Am Horizont irgendwo ist Herrenwehen.
kommen jetzt zum See hinter Geherne. Dort geht auch der Kanal durch, der dann nach Herrenwehen führt. Und hier in der anderen Richtung zum Prinz-Margret-Kanal. Man sieht hier die Brücke, die aktuell gesperrt ist, und im Hintergrund dann der Prinz-Margret-Kanal. Ja, wir sind jetzt auf der letzten Tour nach Herrenwehen, sind mit 4 Schiffen unterwegs. Es ist immer noch kein gutes Wetter, aber nicht so schlecht wie angekündigt. Eigentlich sollte es regnen und Sturm sein, aber nichts davon. Wir haben um 10 Uhr Terran verlassen und fahren jetzt mit 4 Booten zusammen zum Ried. Peter ganz vorne, Gerd Mitte, dann kommen wir und hinten noch der Roberto. Jetzt geht's durch die Eisenbahnbrücke. Der Peter fährt als erstes durch. Jetzt kommt Gerd und Dagmar. Wir sehr dicht hintereinander, so damit die Eisenbahnbrücke nicht zu lange offen bleiben muss. Lady N kommt auch noch. Das war unsere letzte Brücke auf dieser Fahrt. Jetzt noch eine gute halbe Stunde, dann sind wir da. So, jetzt sind wir hier beim Piet angekommen. 2 Stahlboote sollen sich da vorne hinlegen. Ja, das ist ja alles wieder mal ziemlich knapp. An dem Holzboot liegt Peter. Der Gerd soll da in die Lücke rein. Das wird aber wirklich sehr, sehr knapp. Nee, das passt weder hinten noch vorne, also das wird sehr knapp. Wo sollen wir hin? Der Piet hat immer Ideen. Wir sollen jetzt an das Stahlschiff da dran gehen. So, wenn wir jetzt an das Stahlschiff müssen, dann muss ich natürlich die Fender dementsprechend tiefer machen. Ach, Claudia und Frank sind auch gerade da und bringen unser Auto. Nach hinten hast du Platz genug, Jürgen. Du kannst noch ein Stück zurück, wenn du willst. Ja, muss doch wahrscheinlich auch. Mein Meister hat gesagt, Filmen ist wichtiger. Ja, da hat er auch recht. Ja, ein kleines Stück nach vorne. Okay. So. Hier hast du auch ein bisschen Leine. Jo, danke. So, jetzt kann ich weiter filmen. Ich muss ja filmen. Warte. Ja. So. Okay. Aber kannst schon ausmachen, Jürgen, wenn du willst. Sag mal, wo soll denn der Robby hin? Versuch da vorne hin. Der soll unter den Kran. Der Robby geht jetzt an den Kran. Passt? Passt. Wolltest du mal duschen? Soll ich das mal bewegen, das Boot, wo du drauf stehst? Nee, besser nicht. Dann kannst du nämlich voll die Dusche ab, genau an der Stelle. Für den Film wird sich das lohnen. Ja. Warte mal, Peter, beweg dich doch mal. Mann, du bist ein Spielverderber. Du noch hast du. Zum Glück hat da keiner gestanden gerade. Und ich sag noch zum Jürgen, na, ob sie schon früh losfahren? Ja, wir sind früh losgefahren. Ja, ist doch schön. Etwa 50 Minuten wir gefahren. Ja. War alles frei. Ja, In dem Moment. Passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Hier wachsen schon Bäume. Hier wachsen schon Bäume drauf. Oh, Wahnsinn. Alles etwas abenteuerlich, aber wir liegen jetzt erstmal verteut. Hinter uns liegt Gerd. Wir liegen hier hinter dem Stahlboot. Peter liegt dort und Roberto dort. Alle 4 Boote müssen natürlich in den nächsten Tagen rausgekrant werden. So, das war's für dieses Jahr. Zählerstand 136,6 auf der linken Maschine, 132,8 auf der rechten Maschine. Die Tanks sind noch ein Drittel bis halb voll. Wir gehören nicht zu denen, die die Tanks über den Winter immer voll machen, weil die
Die Alterung des Diesels ist aus meiner Sicht das größere Problem wie das Kondenswasser in der Halle, haben wir keins. Ja, liebe Freunde, wir sind im Winterlager angekommen und haben noch ein bisschen Zeit. Die nutzen wir noch für eine kleine Vorstellung unseres Bootes. Ja, die Brom 41 hat 2 Motoren, jeweils Volvo TAMD 71B mit 380 PS. Hier Gas, wir haben hier Bugstrahlruder, wir haben Heckstrahlruder, Bremsklappen, Tiefenmesser. Hier ist der Autopilot, das Funkgerät und ein Multifunktionsdisplay mit Navionics-Karten. Dann hier noch ein Ruderlageranzeiger und diverse Schalter. Und natürlich ein komplettes Instrumentenanzeige mit Öldruck, Temperatur und auch Turbodruckanzeigen. Ja, dann gehen wir mal runter in den Salon. Jetzt sind wir im Salon. Wir haben eine L-Couch, da passen Marina und ich wunderbar hin und können auch schön Fernsehen gucken. Wir haben hier einen großen Tisch, da können wir sehr gut dran essen, weil wir lieben es ja auch beim Essen Fernsehen zu gucken. Und das Schiff ist ausgestattet, hier mit Standheizung und Generator. Der Generator ist hier unten drin, da haben wir einen 5 kW Generator. Und ja, hier ist unser Schrank mit Gläsern und Schnaps. Hier einen großen Schrank noch mit entsprechender Platz für andere Sachen. Hier haben wir einen zweiten Kühlschrank drin für Getränke. Ja, und dann gehen wir weiter runter in die Küche. Jetzt sind wir hier unten in der Kombüse, wo gekocht wird und leckere Sachen zubereitet werden. Wir haben auf die Nette verzichtet und haben lieber hier auf der Seite noch Schränke, sodass ich im Endeffekt mein ganzes Geschirr und alles gut unterbringen kann, wie man sehen kann. Und auch einen kleinen Vorratsraum habe. Da sind die Putzmittel drin. Ja, und hier sind auch noch Plastikteile von Tupper, was man so braucht, auch ab und zu. Ja, man sieht hier, man hat hier eine richtige Spüle mit 2 Becken. Und hier oben ist auch alles mit Schränken. Hier unten sind die Töpfe drin, Geschirr, Besteck. Und natürlich, was sehr schön ist, wir haben einen 4-flammigen Gasherd, wo man halt im Endeffekt auch wirklich tolle Sachen zaubern kann. Dann haben wir hier noch eine Grillfunktion mit Gas und hier unten natürlich den Gasherd, wo man auch einen Auflauf oder sowas machen kann oder eine Pizza erwärmen. Ja, und hier ist natürlich noch der große Kühlschrank, der jetzt schon leer geräumt ist. Es sind nur noch ein paar Alkoholiker da, aber die kann man auch nächstes Jahr noch trinken. Ja, das war unsere Küche. Ja, das ist ein Bugschlafzimmer. Ja. Das wird natürlich jetzt genutzt, um unsere gesamten Sachen unterzubringen, jetzt fürs Winterlager. Ja, im Winterlager, wenn im Endeffekt der Piet nachher anfängt, Arbeiten zu machen im Salon, da muss er ja an die Motoren ran und da machen wir dann im Endeffekt schon mal alles frei, dass die ganzen Kissen und alles hier vorne sind. Die Zwischenplaner haben wir jetzt hier vorne geparkt. Ja, und das bleibt jetzt alles hier so liegen über den Winter. Ja, und im Frühjahr wird alles wieder schön hergerichtet. So, auch hier sieht man hat hier einen Spiegel. Hinter dem Spiegel hat man Schrankkapazitäten. Immer sehr schön. Passt viel rein. Ja. Hier hat man noch 2 Schubläden, wo man Dinge reintun kann. Und man hat natürlich hier vorne auch sein eigenes Badezimmer. Das ist Marinas Reich. Da kann man nicht meckern, es ist wirklich schön. Hier geht es runter zur Eignerkabine, wo auch Jürgen schon ist. Ja, dadurch, dass wir einen erhöhten Steuerstand haben, ist natürlich hier unter der Pflicht Platz für ein großes Schlafzimmer. Ein wunderbares Doppelbett. Hier sind richtig dicke Matratzen drin mit Lattenrost. Und natürlich auch hier haben wir jede Menge Schrankkapazitäten. Was ich hier eingebaut habe, gibt es auch in einem Video, ist eine Infrarot-Spiegelheizung, die man nutzen kann, wenn mal die Standheizung ausfällt und es ist kalt. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite
Da haben wir noch den alten Spiegel, so wie es früher mal war. Und hier geht es dann zur Dusche. Das Schiff hat eine eigene Duschkabine, unabhängig von der Toilette. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Natürlich auch jede Menge Stauraum hier. Und auf der anderen Seite, da haben wir auch noch mal eine Toilette. Ja, das war mal ein schneller Rundblick über unser Boot. Nächstes Jahr machen wir mal ein richtiges Video dazu. Wir haben 2 Toiletten, eine extra Dusche. Das ist also schon sehr praktisch und bequem. Für 2 Leute kann man hier drauf wohnen. Liebe Boote- und Tourfreunde, das war 2022. Wir hatten sehr, sehr schöne Wochenenden in Holland und wir fahren jetzt nach Hause. Die Saison ist zu Ende.